Das erste ist eine Zeltunterlage oder auch Footprint genannt und nicht von einem teuren Markenhersteller irgendwie aus Nylon oder sogar Tyvek, sondern von der bekannten Firma Tesa. Die stellen hier mit dem Produkt Tesa-Moll Thermocover wirklich eine Fensterschutzfolie her und die kommt aus dem Material Polycro. Und Polycro wird gerade im Ultraleicht-Tracking-Bereich wirklich als gute und günstige und vor allem auch leichte Schutzfolie für unter das Zelt gebraucht. Ein Footprint benutze ich selber nicht, aber man kann es machen, um die Haltbarkeit seines Zeltes ein bisschen zu erhöhen, das Zelt trockener zu halten und obwohl das Material hier wirklich sehr dünn und leicht aussieht und auch leicht ist, hier haben wir nur 49 Gramm bei einer Länge von 1,70 Meter x 1,50 Meter, ist es überraschend stabil und schützt durchaus vor spitzen Gegenständen, die da irgendwie durchstechen können. Auch gibt es diese Thermomoll-Folie mit 4 Meter Länge, dann kann man sich das ein bisschen aus sein eigenes Zelt zurechtschneiden und für diese 1,70 Variante, die schon für unter die Isomatte reichen könnte, habe ich glaube ich 6 Euro bezahlt. Die große kostet dann 14 Euro. Ja, und Polycro gibt es zum Beispiel auch im Baumarkt manchmal zu kaufen, bei Bauhaus zum Beispiel als Meterware. Und zum Beispiel Sixmoon Designs bietet diese Folie auch separat an, aber dann deutlich teurer und separate Footprints kosten dann noch einiges mehr. Deswegen für alle, die Footprints verwenden wollen, da eignet sich das Produkt von Tesa wirklich sehr, sehr gut. Als zweites ganz konkret eine Isomatte, die ich jetzt vor kurzem in meinem Video über die Top 20 Isomatten entdeckt habe, wo ich mir nochmal alle Isomatten auf dem Markt wirklich angeschaut habe. Das ist die einzige Matte gewesen, unter 100 Euro, die bei mir wirklich auf der obersten Platzierung, auf dem S-Tier gelandet ist, wo sonst nur die doppelt so teuren Markenprodukte gelandet sind. Das ist die Nature Hike 5.8 Isomatte. 5.8 steht dafür den R-Wert, das heißt, die ist absolut wintertauglich und kostet dabei 90 bis 100 Euro. Und das Gewicht ist auch wirklich brauchbar. Die kommt hier in so eine braune Farbe und der Hersteller gibt immer ein paar Werte an, aber selbst wiegen ist immer besser und wir sehen 508 Gramm, was wirklich ein sehr, sehr guter Sweet Spot ist. Und damit schlägt sie meiner Meinung nach wirklich 90 bis 95% der Isomatten von anderen Herstellern, die teilweise noch viel teurer sind. Man muss fairerweise sagen, so eine Thermarest NeoAir X Lite, die kostet mehr als das Doppelte, ist leichter, hat aber auch einen geringeren R-Wert. Die NeoAir X Therm, die ist ein bisschen leichter noch und hat einen größeren R-Wert. Die wäre faktisch besser, aber trotzdem für alle, die wirklich eine Isomatte suchen und nicht 200 Euro ausgeben wollen, die können ihr getrost zu Nature Hike greifen. Nature Hike ist eher für Zelte bekannt, aber Nature Hike kauft die Zelte hier bei Light Tour ein. Das ist auch eine Firma aus China und die haben sich aber vollständig auf Isomatten wirklich spezialisiert. Und dieses Ding ist wirklich brauchbar. Die Erfahrungsberichte sind ganz gut, auch der Komfort ist super, sie raschelt nicht so laut und deswegen ja auf jeden Fall hier eine volle Empfehlung für ein Schnäppchen. Als drittes sind wir beim Thema Packsäcke und ihr seht schon, ich habe hier ganz viele Varianten liegen. Die kann man natürlich als Liner benutzen, wenn die ein bisschen größer sind, um innen drin zum Beispiel den Schlafsack noch extra vor Wasser zu schützen, als Foodbag, um wirklich geruchsdicht seine Lebensmittel wegpacken zu können oder um wirklich viele Kleinteile zu organisieren. Zum Beispiel habe ich hier ja so ein paar Medikamente drin, die ich unterwegs mitnehme. Und da gibt es eigentlich 4 Kategorien, die man sich so aussuchen kann. Und ich habe oft zu der teuersten immer gegriffen, denn das war DCF oder auch andere Materialien, wie zum Beispiel Sil-Nylon oder klassisches Nylon. Und die sind verdammt teuer. So ein DCF-Beutel, der ist zwar sehr leicht, aber kann schon mal 40 bis 50 Euro kosten. Wenn wir das mal wiegen, sind wir über 14 Gramm. Der Nachteil ist, neben dem Preis, dass der jetzt zum Beispiel nicht ganz transparent ist. Und mittlerweile greife ich da eher zu günstigeren Produkten. Und da haben wir eigentlich 3 Arten von sogenannten Ziploc-Beuteln. Einmal die klassischen leichten. Die nutze ich sehr gerne auch, wenn ich ganz kleinste Dinge wirklich verpacken will. Vor allem sind die auch wassergeschützt und die wiegen eigentlich fast gar nichts und kosten vor allem auch nichts. Wenn man dann ein bisschen was Robusteres haben möchte, und das ist aktuell die Option, zu der ich am meisten greife, dann gibt es so ein paar Ziploc-Beutel, die ein bisschen fester sind und auch hier wirklich so einen richtigen Zipper haben. Da habe ich mir 3 verschiedene Größen meinem 100er-Pack geholt. Ich glaube, dafür auch jeweils unter 100 Euro bezahlt und die nehme ich eigentlich für alles Mögliche, wie zum Beispiel um mein Klopapier auch einzupacken, wie gesagt, die Medikamente und andere Dinge. Wenn es dann noch ein bisschen robuster sein soll oder noch ein bisschen dicker und man vielleicht sogar die Dinge wirklich unter Wasser mitnehmen möchte, dann gibt es hier noch die klassischen Noakes-Bags. Die haben noch ein dickeres Plastik, kommen auch aus ganz vielen Größen und die habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 5 Jahren in Benutzung. Ist also kein Wegwerfprodukt. Die halten wirklich einiges aus. Die haben auch keinen Zipper. Die macht man hier oben wirklich luftdicht zu und dann kommt da auch nichts mehr durch. Der große eignet sich als Foodbag, als Liner. Der ganz große, da kann man vielleicht sogar seinen Schlafsack reinpacken und dann gibt es eigentlich ganz verschiedene Größen noch bis hin zu so ganz kleinen, die sich zum Beispiel als Portemonnaie auch eignen. Und ihr seht schon, die wiegen auch verdammt wenig. Meine Waage zeigt hier sogar 0 Gramm an, aber teilweise wiegen die natürlich ein bisschen mehr und die sind so dicht, dass man da
Nacht zum Beispiel auch so Pulver mitnehmen kann. Das nehme ich morgens in meinen Shake zum Beispiel rein. Also sehr, sehr vielseitig. Da gibt es verschiedene Pakete. Das Standardpaket bietet alle Größen einmal an. Das empfehle ich eigentlich immer, weil dann kann man selber ein bisschen gucken, wie packt man das. Es gibt aber auch Pakete, wo dann zweimal Mittel ist und zweimal was Größeres. Das verlinke ich natürlich alle, weil ich weiß gar nicht, von welcher Marke die sind. Die haben eher so einen generischen Namen. Als viertes haben wir einen ziemlich genialen Topf, der auch erst in diesem Jahr neu auf den Markt kam. Generell beim Tracking setzen wir bei Töpfen immer auf Titan. Denn Titan hat auch bei geringer Stärke wirklich noch eine ausreichende Robustheit und die sind halt sehr, sehr leicht dann auch. Ja, und unterschiedliche Größen kann man natürlich mitnehmen, aber beim Tracking braucht man eigentlich gar nicht so viel, vor allem wenn man nur gefriergetrocknete Mahlzeiten vielleicht abends mit heißem Wasser aufkocht oder sich mal einen Kaffee oder einen Tee morgens macht. Das hier zum Beispiel sind nur 350 Milliliter, die nehme ich zum Beispiel immer mit. Vorher hatte ich eine mit 750 Milliliter und in der Mitte liegt für mich genau der Sweet Spot. 450 Milliliter hat nämlich die erste Titan-Tasse von Decathlon. Die kostet nur 20 Euro und wiegt 78 Gramm. Die habe ich hier gerade nicht liegen, weil ich die einem Kumpel für seine Tour ausgeliehen habe. Aber dieses Produkt trifft für mich im Prinzip den Nagel auf den Kopf, weil man hier im Vergleich zu anderen Herstellern ja wie Snow Peak oder Evernew viel, viel Geld spart und eigentlich keinen Mehrgewinn hat. Ein Topfdeckel ist da nicht dabei, den spare ich mir meistens auch ein, da der für mich nicht so viel Energieeffizienz mehr bringt, kann man sich aber auch zur Not mit leichter Alufolie, das wiegt dann auch nur 2 Gramm, selber machen. Und damit hat man eigentlich eine Tasse, die sehr, sehr gut funktioniert. Da kann man natürlich aus trinken und raus kochen und ich finde, ja im Vergleich von der Preis-Leistung schlägt sie viele andere Hersteller und ist teilweise leichter in derselben Größe wie Produkte von Tokes oder ähnlichen Herstellern, die dann noch verschiedene Zwischengrößen haben. Ja, wer dann noch einen Kocher zum Topf braucht, der kann getrost dort auch auf die günstigsten Optionen setzen, da die meiner Meinung nach wirklich die absolut besten sind. Natürlich gibt es Kocher, die vielleicht ein bisschen effizienter sind, die schneller kochen können. Aber wer wirklich einen funktionierenden Kocher sucht, der am leichtesten ist, der kann einerseits bei Trockenbrennstoff wie zum Beispiel Esbit auf den ganz normalen Esbit Titan-Kocher zurückgreifen, der unter 20 Euro kostet und so ein Dreibein hier mit 16 Gramm wirklich hat. Ich glaube sogar 14, wenn der jetzt hier sauber wäre. Und das reicht komplett. Und bei Gas ist es sogar noch eindeutiger, denn da haben wir seit vielen Jahren umgeschlagen den BRS 3000T. 20 Euro, 25 Gramm komplett aus Titan. Und die meisten anderen Kocher wiegen mindestens schon mal doppelt so viel und kosten auch mindestens das Doppelte. Das liegt daran, dass der BRS voll aus Titan ist und andere Kocher dann teilweise ja unten eine Messingschicht noch haben, damit in der Theorie die Wärme nicht vom Gasaustritt auf die Gaskartusche überweichen kann. Da hat man so ein paar Sicherheitsbedenken. Aber nach vielen, vielen Jahren, vielen Reviews, vielen Erfahrungsberichten kann man getrost sagen, dass so ein BRS auch komplett sicher ist, wenn man sich nicht komplett doof wirklich anstellt. Und da ist es wirklich erfreulich, dass der dann auch noch so günstig ist und den kann ich euch getrost empfehlen, wenn ihr da wirklich was Günstiges sucht, denn da kommt bis heute kein vergleichbares Produkt dran. Und bei Schuhen gibt es nur genau 2 Modelle, von denen ich sagen würde, die sind günstig, aber trotzdem besser als, ich glaube, 95% der Markenschuhe, die ich kenne, die teilweise 50 bis 100% teurer sind. Und die beiden Schuhe kommen von Decathlon. Decathlon bringt wirklich Unmengen an Schuhen raus, jedes Jahr. Und ich habe alleine in diesem Jahr über 20 Modelle getestet. Vielleicht habt ihr mein ausführliches Video auch gesehen. Und diese beiden Schuhe, der MT3 und der XT8, die stechen komplett raus. Und da hat man wirklich nochmal ein deutlich hochwertigeres Gefühl als bei den Schuhen, die dafür 40, 50 Euro angeboten werden und die für mich vom Komfort jetzt auch nicht gegen einen Ultra Lone Peak oder sowas verlieren würden. Der MT3, den habe ich erst nur bei Tageswanderungen verwendet, der gefällt mir aber so gut, dass ich den mittlerweile auch bei längeren Trekkingtouren im Einsatz habe. Damit kann man alles machen, von langen Asphalttrails bis Geröll in den Alpen. Ihr seht schon, die Sohle, die ist sehr robust hier, die ist jetzt leicht abgenutzt mittlerweile natürlich. Die hat ordentlich Grip. Wir haben hier oben sehr leichtes Meshgewebe. Mir gefällt das Design, die sind super bequem. Ich habe mittlerweile auch zweimal eine andere Einlagesohle da reingepackt, aber ehrlich gesagt habe ich da keinen Unterschied gemerkt. Also die Standardsohle ist da schon gar nicht so schlecht. Die kosten beide 75 bis 80 Euro. Ich glaube, die waren jetzt sogar gerade im Angebot. Ihr habt mir auch nach dem Video das Feedback gegeben, dass wirklich fast alle damit total zufrieden waren. Und die XT8, die würde ich nur empfehlen, wenn ihr mit sehr wenig Gepäck lauft und sehr schnell auch lauft. Vielleicht sogar so ein bisschen Trailrunning manchmal bergab macht oder Fastpacking oder sowas. Die würde ich erst so ein bisschen für Flachland sehen. Die haben eine geringere Stabilität, was jetzt so
ja, Geröll oder sowas in den Bergen angeht. Natürlich auch eine sehr rutschfeste Sohle. Die nehme ich mittlerweile eigentlich daily irgendwie, wenn ich mal hier um den Block wandern gehe oder so. Und die wirklich, wenn ich raus auf feste Trails gehe. Also ganz klare Empfehlung. Und ja, ich kann euch nur Positives darüber sagen für einen sehr, sehr fairen Preis. Wenn er auf der Suche nach einer günstigen und vor allem auch ultraleichten Powerbank ist, dann kann sich dieses konkrete Modell von der Firma Iniu mal genauer anschauen. Das gibt es in 3 Größen, nämlich 10.000 mAh, 20.000 und 25.000. Ich habe es selber auf meinem Kanal hier nachgewogen. Es sind 164 Gramm bis 388 Gramm und dabei haben wir pro Gramm auch eine sehr, sehr gute Energieeffizienz, die ich auch nachgemessen habe. Die Besonderheit hier ist einerseits, dass wir überall ein Display haben. Das heißt, ich kann ganz genau die restliche Kapazität hier in Prozent ablesen und andererseits können diese Modelle auch andere Geräte wirklich im Gegensatz zu anderen Produkten sehr, sehr schnell laden. Selbst die kleine schafft hier 45 Watt Output und 20 Watt Input und die große schafft sogar 100 Watt Output, womit ich sogar Laptops betreiben kann und kann selber mit bis zu 65 Watt nachgeladen werden, was verdammt wichtig auf Touren ist, wenn man nur mal kurz eine Pause machen will und schnell die Geräte nachladen möchte. Bei jeder Powerbank gibt es dann immer noch so eine kleine Schlaufe dabei, die gleichzeitig aber ein USB-C Ladekabel ist, was auch ultra leicht ist, sodass ich alles griffbereit habe, um meine Geräte schnell laden zu können. Alle weiteren Informationen zu den Powerbanks findet ihr unten in der Beschreibung. Ich glaube, bei keiner Kategorie ist die Nachfrage nach günstigen, guten Artikeln so groß wie bei Zelten. Und erst letzte Woche habe ich mir mal alle Nature Hike Zelte wirklich ausführlich angeguckt. Da war sehr viel Quatsch dabei, muss man sagen, oder Dinge, die viel zu klein waren oder keine gute Qualität haben. Aber das neue Nature Hike Monga UL sticht da wirklich für mich komplett raus. Wir haben hier ein 15D Zelt, was nach meiner Waage nur 1151 Gramm wiegt. Mit Zeltstangen, es ist ein zweiwandiges, freistehendes Zelt und ohne Heringe. Man muss sagen, das ist eine Kopie vom Design vom Huber NX von MSR oder zum Beispiel dem Big Agnes Copper Spur HWUL1 oder zum Beispiel auch so ein Nemo Dragonfly. Und mittlerweile in der neuen Version gefällt mir das zumindest gleich gut wie die teils 3-mal so teuren Zelte und auf jeden Fall besser als das Nemo Dragonfly. Denn hier hat man jetzt auch einen dünnen Stoff von 15D, ein Footprint für alle, die einen haben wollen. Der ist übrigens inkludiert, natürlich ein bisschen schwerer als Polychro, aber die Verarbeitung war sehr, sehr gut. Die Doppelwand war sehr gut. Ich habe ausreichend Platz gehabt bei einer Größe von 1,89 Meter. Das Massenfazit, auch das Feedback, was ich bekommen habe, haben viele gesagt, die haben das auch im Einsatz, war fast ausschließlich positiv. Die Stangen sind hier aus Alu, da würde ich behaupten, die sind nicht ganz so biegungsfähig, zum Beispiel wie die Carbon Poles jetzt bei den teureren Zelten, aber nicht unwesentlich weniger robust. Außerdem haben wir hier drin noch so eine Art Durchreicher auf einer Seite, sodass man auch bei diesem Ein-Personen-Zelt quasi die zweite Seite noch als Stauraum verwenden kann. Nicht für seinen Rucksack, der passt dann nicht durch, aber für kleinere Dinge und im Zelt kann man nie genug Platz wirklich haben. Und auch was die anderen Modelle nicht haben, gibt es noch die Markisenfunktion, den sogenannten Porch Mode. Und da hat man quasi am Eingang nicht nur eine Lage, die man aufmacht, sondern 2 und die kann man ausklappen. Und beim freistehenden Zelt, wenn man Trekkingstöcke dabei hat oder sich vielleicht irgendwie einen Ast sucht oder beim Bikepacking sein Fahrrad benutzt, dann kann man sich wirklich ein riesiges, überdachtes Vorzelt bauen, wo man ganz gemütlich den Abend verbringen kann, auch im Regen, da vielleicht kochen kann. Und deswegen würde ich das Zelt, das kostet übrigens 160 € nur, auf jeden Fall empfehlen für alle, die ein leichtes Zelt suchen für Bikepacking, für Trekking-Touren. Und auch da wirklich ist man mittlerweile bei der Qualität bei Nature Hike so angekommen, das kann ich schon so sagen, dass man da mit den großen Marken auf jeden Fall für einen Bruchteil des Preises konkurrieren kann. Und da gibt es auch ein Produkt im Bereich der Kopfbedeckung, zu dem ich seit Jahren immer wieder irgendwie zurückkomme, obwohl ich mittlerweile auch ganz viele andere teurere Optionen mal getestet habe. Und viele möchten unterwegs nicht immer nur mit Mütze oder einem Buff rumlaufen, sondern auch eine normale Cappy dabei haben. Und das kann auch viele Vorteile haben. Einerseits hält man sich mit der Cappy die Sonne wirklich aus dem Gesicht, hat also so eine Art UV-Schutz oder vielleicht auch den Regen oder wenn man irgendwie in Schweden im Sommer unterwegs ist oder auf dem West Highland Way in Schottland, da hat man dann Probleme mit Mücken oder Midges und dann trägt man häufig Mückenschutznetze über den Kopf. Und so eine Cappy, die kann dann hier vorne mit dem Schutz wirklich das Mückennetz aus dem Gesicht halten, damit es nicht auf der Haut wirklich aufliegt. Und das ist auch ein Modell von Decathlon, die 4-Class Desert Cap. Und wenn man mal hier drauf schaut, steht hier noch 39 Gramm, aber wenn man die wiegt, wiegt die deutlich weniger. 21 Gramm. Und das ist die leichteste Cappy, die ich jemals irgendwie gesehen habe. Und dabei kostet sie nur etwa 15 €. Ich habe gerade noch mal geguckt, die Cappy gibt es gerade unter dem Namen nicht mehr bei Decathlon, aber ganz viele andere Modelle, zum Beispiel auch welche, die nicht so ein Mesh hier oben haben, die voll wirklich aus Stoff sind oder
Die Cappy hier vorne ist aus so einem dünnen Schaumstoff. Wenn man die stark knickt, dann ja, bleibt das manchmal so und dann gibt es auch welche, die sehr starr sind. Viele Modelle zur Auswahl, auch in vielen Farben. Wer sich für eine Cappy interessiert, finde ich immer noch die beste Wahl. Die ist super kompakt, die ist robust und die kostet auch verdammt wenig. Und ich glaube, wenn die mal kaputt ist, würde ich mir da auch eine zweite holen. Deswegen da auch eine sehr günstige Empfehlung. Als nächstes geht es um noch ein ganz spezielles Zelt, aber diesmal kein freistehendes Stangenzelt, sondern ein normales Trekkingstock-Pyramidenzelt. Das habe ich hier gerade nicht. Ich warte leider noch darauf. Der Versand dauert ein bisschen länger, weil es auch vor ein paar Wochen erst rausgekommen ist. Aber ich kann euch schon mal davon erzählen. Es geht nämlich um das neue Lanshan 1 Pro. Lanshan kommt von der Firma 3FUL Gear. Die sitzen in der Ostküste von China und machen seit 2009 Zelte. Also wirklich kein Billighersteller, sondern mittlerweile auch sehr viel Qualität. Und man steht da immer im Konkurrenzkampf seit vielen Jahren gegen Six Moon Designs, nämlich das bekannte Modell Luna Solo. Damit war ich auch in Portugal zum Beispiel auf Tour, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und jetzt gibt es eben die ganz neue Pro-Variante, aber nicht mehr in Nylon, sondern in Sil-Poly. Und damit behaupten jetzt viele, ich kann es euch noch nicht final sagen, ich werde es wahrscheinlich auch noch mal ein extra Video drüber machen, aber damit sagen viele, besser endlich als das Luna Solo. Erstmal sind wir hier deutlich günstiger, 180 bis 200 Euro. Wir liegen beim Gewicht bei 670 Gramm und Sil-Poly sorgt im Prinzip dafür, dass der Stoff nicht nachgibt, wenn er gespannt ist. Die anderen Lanshan-Varianten, zum Beispiel das normale, was noch ein bisschen günstiger ist, das war aus Nylon. Das musste man teilweise nachts dann nachspannen, wenn irgendwie draußen Regen war. Und Lanshan verspricht dir, dass das Sil-Poly immer noch ausreichend fest ist. Das glaube ich auch, also viele andere Hersteller setzen da auch auf Sil-Poly und es ist im Prinzip dann von der Preis-Leistung her wirklich ungeschlagen und damit eventuell das beste Ein-Personen-Pyramidenzelt, was es jetzt aktuell im Markt gibt. Deswegen, wenn ihr gerade ein neues Zelt sucht, schaut euch das mal an. Man unterscheidet zwischen 3-Jahreszeiten-Version übrigens und 4-Jahreszeiten. Ich würde euch auf jeden Fall die 4-Jahreszeit-Version empfehlen, denn da ändert sich nur das Innenzelt. Die 3-Jahreszeit-Version, die ist dann aus einem Meshgewebe oben und die 4-Jahreszeit-Version, die ist ein bisschen windgeschützter aus vollem Stoff. Die 4-Jahreszeiten-Version ist dann erstmal auch noch leichter und gerade für den Einsatz hier in Europa, wo es so ein bisschen feuchter ist, finde ich immer noch besser geeignet. Man ist ein bisschen besser gegen Wind geschützt, da drin ist es ein bisschen wärmer. Bei den anderen Modellen war es früher nicht so. Da hat man immer gesagt, nimm auf jeden Fall 3 Season, weil die Belüftung so ein bisschen schlechter war. Das scheint man hier bei der neuen Version wirklich gelöst zu haben. Das Luna Solo hat ein bisschen mehr Platz im Innenraum noch und für alle sagen, die brauchen mehr Platz oder sind vielleicht auch manchmal zu zweit unterwegs, dann würde ich euch hier genau die Version von dem 1 Pro in Sil-Poly 4 Season und für 2 Personen empfehlen. Da hat man nur 200 Gramm mehr, aber alleine wirklich einen riesigen Palast. Braucht man auch 2 Trackingstöcke für und zu zweit ist es immer noch ein sehr brauchbares und leichtes Zelt, gerade wenn man sich das Gewicht dann auch teilt. Und ich glaube, nirgendwo kostet die beste Option so wenig wie beim Thema Wassertransport. Das kann man natürlich auf viele Weisen machen. Manche nehmen Wasserblasen mit, die vielleicht durch den Schlauch konstant daran erinnert werden möchten zu trinken. Die sind dann mal ein bisschen unhandlich und vor allem auch schwer. Dann gibt es Aluflaschen oder Glasflaschen. Die wiegen natürlich ein Vielfaches und sind auch manchmal sehr, sehr teuer. Oder beim Trailrunning haben wir so Softflasks, die gehen auch ganz gut, aber die haben meistens nicht so viel Kapazität und sind auch schwerer. Das Beste meiner Meinung nach sind hier klassische PET-Flaschen, denn die haben eine ausreichende Robustheit, wenn man ordentlich damit umgeht. Die halten auch mal einen Sturz aus und da gibt es wirklich ganz konkrete Modelle, die nur ein paar Cent kosten, die man einfach in jedem Supermarkt bekommt. Und da muss man sich nur die Frage stellen, habe ich einen Wasserfilter dabei, zum Beispiel einen Sawyer Squeeze und möchte ich den auf das Gewinde draufschrauben können, um dann zum Beispiel aus einer Flasche trinken oder filtern zu können, wenn ich irgendwie Wasser aus einem Bach hole. Und ich will euch auch ganz konkrete Namen hier nennen, welche die leichtesten Flaschen sind. Da habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren mal ein Video drüber gemacht. Mittlerweile habe ich noch eine leichtere Flasche entdeckt. Für die beste Gewichts-Kapazitäts-Verhältnismenge, da nimmt man die Flaschen Netto Naturalis. Die gibt es bei Edeka oder bei Netto eben. Und das Beste, das gibt es leider nicht in Deutschland, die habe ich hier aus Belgien oder Frankreich mal entdeckt. Das sind die Aquadeus Flaschen. Die sind sehr, sehr leicht, können 1,5 Liter transportieren. Und wenn wir das hier mal neu auf die Waage ohne Etikett stellen, dann liegen wir hier bei 22 Gramm. Und das ist eigentlich ganz komplett konkurrenzlos. Die haben allerdings kein Gewinde, wo ein Wasserfilter drauf passt und auch so ein Klappdeckel hier. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man den nicht überzieht, denn da habe ich schon mal, dass sich das eine Element von dem anderen gelöst hat. Aber so hält das wirklich mehrere Wochen an Tracking aus und wenn noch mal was kaputt gehen sollte, dann geht man einfach zum nächsten Supermarkt und holt sich dann eine ganz andere Flasche vielleicht.
Wenn ihr aber einen Wasserfilter habt, dann könnt ihr zum Beispiel eine Flasche so nehmen und eine, die ein bisschen mehr wiegt, weil die einen stärkeren Deckel hat. Oder wenn ihr vielleicht eine kleinere Flasche haben wollt, die ihr vorne in eure Schultergurttasche packt, dann eignen sich die Flaschen von Aldi sehr gut. Das ist Aldi Quellbrunnen. Die haben so einen klassischen Deckel und die sind Sawyer-kompatibel. Da kann ich meinen Wasserfilter einfach drauf anschließen und die größeren davon, auch 1,5 Liter, ich glaube, die wiegen irgendwie 26, 28 Gramm, sind noch ein bisschen robuster und da hat man je nach System, was man mitnehmen möchte, manchmal bin ich auch mit 3,5 Liter gegangen, wirklich eine Menge an Wasser, die man transportieren kann. Man kann zuletzt noch sagen, dass das Thema Mikroplastik natürlich hier gegeben ist. Das heißt, ich würde euch empfehlen, nicht immer daraus zu trinken und auch nicht irgendwie heißes Wasser darin zu lagern. Dann sollte man wirklich lieber zu Aluminium greifen. Ich denke aber, wenn man auf einer Tour irgendwie für eine begrenzte Zeit ist, dann ist der Schaden da relativ gering, den man da durch Mikroplastik erwarten kann, wenn man die nur ein paar Mal im Jahr wirklich benutzt. Und zuletzt noch ein Rucksack, der für mich wirklich echt heraussticht und der mich absolut umgehauen hat, als ich mir in diesem Jahr verschiedene günstige Rucksackoptionen angeguckt habe und den wirklich deutlich besser fand und auch besser finde als 90% der anderen Markenrucksäcke, die man zum Tracking in klassischen Outdoor-Läden findet und teilweise sogar besser als viel, viel teurere spezialisierte Ultraleicht-Rucksäcke. Das hier ist er nicht, das ist ein Heiberg Bandit Light Rucksack, denn auch diesen Rucksack habe ich meinem Kumpel gerade für seine Tour ausgeliehen. Das geht bei günstigen Produkten natürlich immer ein bisschen besser, da nur 80 € kostet. Es ist der 3FU Gear Chidian Rucksack. Chidian geschrieben mit einem Q vorne. Und dieser Rucksack bringt alles mit, was man bei einer Tracking-Tour braucht, vor allem wenn es ein bisschen leichter zugeht. Der hat ausreichend Volumen, der hat hinten eine große Mesh-Pocket, der hat so einen ganz, ganz leichten Frame, aber ist eigentlich frameless. Der hat Taschen schon inkludiert, ein absolutes Preis-Leistungs-Meisterwerk und den gibt es auch noch in einer Pro-Variante, die ein bisschen teurer ist. Die Pro-Variante hat mir subjektiv sogar ein bisschen schlechter gefallen. Also ich würde euch da empfehlen, spart euch das Geld, nimmt den günstigeren Rucksack und ja, 850 Gramm ist nicht das leichteste, was man kriegt, aber gerade Preis-Leistung auf jeden Fall unschlagbar. Wenn ihr noch ein bisschen was Leichteres haben wollt, dann würde ich euch mittlerweile empfehlen, einen Rucksack aus dem Material Alula Graphite zu kaufen. Den gibt es zum Beispiel von Durston oder mittlerweile auch von Heiberg. Das ist hier der Bandit Light in Alula. Alula ist ein bisschen weicher mittlerweile als Stoffe wie Ultra oder DCF und auch meistens noch ein bisschen leichter und günstiger. Heiberg vertreibt hier den Bandit. Ich glaube, der hat 30 Liter und einen großen Attila-Rucksack. Der hat 50 Liter, den werde ich auch noch testen mit Hüftgurten dabei und auch Schultergurttaschen. Da liegt man natürlich knapp über 200 €. Aber beides wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, von denen ich denke, dass sie besser als teure Markenprodukte sind. Ja, diesmal muss ich wirklich lange für das Video überlegen, welche Dinge wirklich günstig sind, die ich aber besser finde als die meisten High-End-Produkte. Und natürlich gibt es bei jeder Ausrüstung immer verschiedene Preis-Leistungs-Klassiker, aber da muss man häufig wirklich deutlich auf Gewicht, Funktion oder Komfort verzichten gegenüber den perfekten Markenprodukten. Deswegen, wenn ihr noch Produkte kennt, die wirklich besser sind als die ganzen teuren Sachen, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, was ihr noch so kennt. Ich verlinke euch wie immer all diese Sachen auch unten in der Beschreibung zum Nachschlagen. Und ja, hat euch das Video gefallen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.